Wir Hunger, essen. oder? Wir essen viel. Ja? Ja, Hunger. Das sind genau die Gerichte, die ihr euch mindestens bestellen müsst. Ein besonderer Geheimtipp. Und es ist einfach so Happy Place, weißt du? Ist mein Lippen wirklich nicht dick? Check me einfach. Also ich habe gesagt, dass keiner so gut schimpft wie du. Naja, im Volksmund sage ich Katzenpisse. So ein Klischee. Was ist das jetzt Klischee? Richtig dummes Arschloch. Ich sag denen, dann schleich die... Timmy. Hungry for more Vienna. More Vienna? Love that first bite. Love it, first bite. Yes. So I go with the wind blow, stack checks to my Cody, give me info. Always a hole in my window. What's next? See me outro with my intro. Heute meine allerliebste Folge zum Drehen. Noch nie ist mir so leicht gefallen, ein paar Restaurants auszusuchen. Es geht um meine Lieblingsorte, es geht um Top of the Pops, besten Läden in Wien. Ich habe wen ganz tollen eingeladen, the one and only. Niemand schimpft so schön und so toll wie er. Auch aus dem Ausland natürlich, den Herrn Timbo. Timmy? Was hast du gesagt? Ich habe es nicht gehört. Ich habe dich super eingeladen. Hast du wirklich? Ja, wirklich. Also ich habe gesagt, dass keiner so gut schimpft wie du. Das stimmt wirklich, das muss man auch wirklich sagen. Das liegt auch daran, dass keiner so sehr provoziert wird wie ich. Na. Unsere Aufgabe heute, Tim Melzer zum Schweigen zu bringen. Ich glaube, du hast das Intro verkackt. Ja, whatever. Ja. Ihr könnt es ja schneiden, aber für mich ist... weil ich meine, alles, was ich sage, auch was ein bisschen ist mit Liebe gemeint. Ja, natürlich. Aber Wien ist für mich, der Wiener ist der größte Straßenköter Europas. Ja. So den Wiener, den gibt's doch gar nicht. Das ist doch schon eine Mischpoke. Also was ist denn schon der Urwiener? Also das, Ja, aber zum Glück, so ist ja auch die Wiener Küche, weißt du. Wir sind von überall, es ist alles, kommt zusammen. Wir sind das Herz. Ja. Wir sind das Herz, alles vermischt sich hier. Fusion. Und alles geklaut, das Schnitzel aus Italien, weißt du, das ist alles von überall. Ja, aber das ist ja das Geile daran. So, jetzt reicht das aber auch mit den Nettigkeiten. Ne? Wir haben den Falschen eingeladen. Wir kennen uns schon länger, aber Kitchen Impossible, unser erster Dreh hatten wir hier, falls du dich noch erinnern kannst. Ist ja schon ein paar Jährchen her. Tolles Foto nach wie vor. Und wir haben mit der größten Polaroid-Kamera der Welt, oder die gab es früher, Andy Warhol hat mit der auch schon fotografiert, haben wir natürlich ein schönes Porträt gemacht. Und weißt du, was ich echt krass finde? Das Ding ist jetzt, glaube ich, auch... Dass wir noch immer so jung ausschauen. Ja. Mich jetzt auch verwundert. Oder? Das ist 10 Jahre her. Another thing, been around the block enough to stop him in his stride. Soft enough to sing, but tough enough to lock it off and chop him into 5. Man, I oscillate the ting. Thoughts get lost, but I unser Plan heute, warum habe ich dich eingeladen? Du hast Hunger, essen. oder? Wir essen viel. Ja. Wir schreiben ein Menü eigentlich auch tatsächlich gemeinsam, was unsere Lieblingsgerichte sind. Das ist ein bisschen das Ding. Du kannst eins aussuchen, ich kann eins aussuchen. Des heutigen Tages, oder? Des heutigen oder Tages. generell? Aber in jedem Laden gibt es ein Lieblingsgericht. Wir essen jetzt was. Komm, wir haben Zeitdruck. Wir müssen uns hier... Bei Itameshi zum Beispiel, der Begriff heißt eigentlich nur italienisches Essen in Japan. Japaner, die in Italien sozusagen das Kochen gelernt haben, zurück nach Japan gegangen sind, hatten nicht mehr die Produkte am Start, die sie in Italien hatten, und haben halt gesagt, ja okay, nehmen wir halt japanische Produkte. Und so ist dann halt so ein bisschen diese Idee von dieser japanischen, italienischen Fusion entstanden. Aber die haben sich nicht gedacht, wir kombinieren das, sondern okay, wir haben das Zeug hier nicht. Unbedingt ein paar Klassiker, also voll gerne den Burrata, weil der ist so special. Ja. Das Vitello Tonato. Isst du gerne Vitello Tonato? Ich liebe Vitello Tonato. Es gibt nichts, was ich nicht esse. Wirklich? Gar nichts? Gar nichts. Das Carpaccio auch, oder? Carpaccio, Die Udon Cacio e Pepe. Udon Cacio e Pepe. Die Lasagne haben wir als Special heute auf der Karte, können wir euch auch gerne Isst schicken. du gerne Lasagne? Ich liebe Lasagne. Ich wusste es. get that money, get that money, get that money. Prosti. Oh. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich. Ich auch.
Genau, also wir starten mit 2 Sachen bei euch. Das ist einmal ein Thunfisch-Crudo, das verbindet Japan und, sag ich mal, Italien ja auch, vor allem Sizilien. Und das ist sozusagen unsere japanisierte Version vom Klassiker Vitello Tonato. Ich liebe Vitello Tonato. Das ist für mich eines der geilsten Gerichte, die jemals erfunden wurden. Wirklich. Wir kommen im Alter mehr und mehr. Alles wieder schlicht, alles wieder reduziert, alles wieder klar. Also ich bin überfordert oft inzwischen beim Schmecken. Ja? Weiter geht's mit dem XO Beef Carpaccio. Das Fleisch kriegen wir von unseren guten Freunden von XO Beef. Shoutout an Benji. Die Teller kriegen wir von der lieben Simone. Alte Milchkuh. Das Teller ist von meiner Freundin. Lukis Frau. Das Rinderfilet, das plattieren wir. Okay. Das impliziert bei mir geil. Plattiertes Carpaccio finde ich geil. Es ist wirklich perfekte Fusion einfach. Der klassische Hamburger Walross. Und, was sagst du? Come on, das kannst du nicht mögen. Das kannst du nicht mögen. Warum nicht? Ja, weil einfach diese Textur, ich liebe Udon-Nudeln, das ist die geilste Textur. Und ich hasse die. Wirklich. Du bist ein richtiger Wiener. Was ist da drin? Tantan, weißt du, das ist dieses verschierte japanische Fleisch, was einfach nur mit ein bisschen Sojasauce und Sake eingekocht ist. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Mandarinenkuchen von oben. Solche Gerichte liebe ich. Das finde ich Ja, toll. Ja, total. gatschig, Hä? gatschig, einfach rein, überall das Geilste. Sauber, lecker. Was sagst du? Ich war am Anfang ein bisschen überrascht, weil ich komme nach Wien, Lukas Marz, ne, der ja auch eine gewisse Attitüde hat und auch mit seinem ganzen Anspruch, führt mich in ein 0815 Mainstream-Restaurant. Von der Nennung her. Und ich sitze hier und ich habe einen Lieblingsplatz. Es ist ein unfassbar schöner Ort, großartiges Essen. Und Konzept soll, was ist das? Italienisch, also japanisch, italienisch. Ja. Nennen es italienisch, japanisch. Und ich sitze hier, mache Fotos und werde den Rotz kopieren und in Hamburg auch machen. Rundbar hereinspaziert. Für die Bar ist noch ein bisschen zu früh, oder? Hallihallo. Hallo. Das ist Stefan Martin, einer Servus. der besten Sommeliers der Stadt wahrscheinlich. Ist das wirklich so? Alles gut. Das müssen andere sagen. Ja, also da, wo wir jetzt hingehen, was ich dir natürlich noch nicht verraten darf, Nein, natürlich nicht. Übergeil, gibt es leider keine Weinkarte. Deswegen nehmen wir uns hier, weil man kann ein bisschen Wein mitnehmen. Sehr gut. Wollt ihr das kosten auch? Bitte nichts Orange. Perfekt, wir sind hier in einer Naturweinbar. Nein, aber man muss... Nein, Du, alles gut, du. der hört das sicher Ich öfter. bin da schmerzbefreit mittlerweile. Ich muss sagen, die hier, Die kennst du. ja, die kenne ich ja. Und die haben es geschafft, mir Naturweine nahe zu bringen, weil sie relativ mainstreamig schmecken. Im Sinne von, die haben nicht diese harte Kante. Weißt du nicht, Ja. dieses Das drückst du jetzt sehr Oxidant-Saure. nett Ha? aus. Die Kante drückst du jetzt nett aus. Da gibt es noch ganz viele Schimpfwörter, die wir benutzen. Naja, im Volksmund sage ich Katzenpisse. Das ist der Luki, das ist einer meiner besten Freunde. Hallo Lucky, hallo, Das ist freut der- mich sehr. Weil die Partierung, oh. Ja, die macht ihr jeden Tag hier, ne? Die Fuck sehen off! Hä? Ist da Pulpo drin oder was? Du, ja. Schaut echt so aus. Das ist wirklich Oktopus. Ja. ein Pulpo ist geil. Jetzt der Sweet Paté. Das ist Käsekuchen. baskischer Käsekuchen vom Luki. So eine Hommage an exquiser Frischkäse-Snack und Cinni-Minis. Oh, geil. Wo sind wir denn hier? In welchem Bezirk? 7. Bezirk. Ah, das ist der Coole, ne? Hochburg. Das ist der Coole, das ist Kreuzberg, ne? So, das ist die Schanze von Wien. Ja. Ja, geil. Die jungen Leute, Ja. Du, so wie du in Hamburg. die sich noch finden müssen. Meistens findest du sie am Klo. Komm, schnell Selfie noch. Dankeschön. Luki. There she goes.
Also prinzipiell hattest du recht mit Osten. Das ist so ein Klischee. Was ist das jetzt Klischee? Asia. Was heißt Asia? Chinesisch. Ist doch Asia. Ja, aber du kannst doch jetzt nicht so verallgemeinern. Ich hätte gedacht, du bist facettenreicher. Aber ist hey. Du, ich frag dich ja eh noch vor jedem Laden. Ja, ist geil. Aber es ist, ja, okay, chinesisch. Und man darf seine Flaschen hier mitbringen. Ja, ein Hallihallo. Hallo. Geht's? Also wirklich, Jackie? Er heißt Jackie, ja. Also, hallo. Jackie ist mein Lieblingswirt in ganz Österreich. Das wird immer besser. Hallo, Jackie. Das wird ja immer Er ist der besser. beste Kellner auf der Welt. Ist es auch. Hallo. Hallo. Küche anschauen. Ja. Das ist die Schwester vom Jackie. Ja, Das ist die Chefin. Rande. Jetzt, mein Lieber. Und das sind die Jakobsmuscheln. Wie machst du die? Die gibt jede wirklich so rein. Alter. Sehr wichtig. Love it, Frostbite. Yes. Und schau her, das ist zum Beispiel eines meiner Lieblingsassets. Also wenn ihr hierher kommt, die Speisekarte gibt es auf 2 Seiten. Es gibt einmal eben die weiße Seite. Wenn du da reinliest, dann hast du quasi die Weißbrötchenkarte, also für dich eher, weißt du, so 8 Schätze und sowas. Verstehst du? Das ist nicht authentisch, Ich verstehe mich jetzt schon. für Touris. Ja. Und jetzt drehst du sie um, jetzt musst du in die andere Richtung umdrehen. Und jetzt bist du in China. Das ist schon geil, ha? Das weiß ich noch nicht, ich habe es noch nicht gegessen. Ich kann auch chinesisches Essen überhaupt nicht beurteilen, also ob es gut ist, ich kann nur sagen, mir schmeckt. Okay. Kennst du das nicht, dass Köche manchmal unbedingt beeindrucken wollen mit irgendwas ganz Einfachem? Ja? Ja. Ich schicke alle Köche hier. Zum Wohl. Bitte, isst du Kuttel? Ja. Rindfleisch mit Kuttelsalat bitte. Gurkensalat, die Jakobsmuscheln, Teufelsnudeln, scharf-saure Kartoffelnudeln. Jawohl. Tantanmien, Chili Wontons, den Mapo Tofu mit Fleisch. Wir wollen den doppelt frittierten Schweinebauch. Wie heißen diese Fisolen in der schwarzen Ding? Die so ein bisschen... Fisoli in Szechuan. Ja, bitte. Die sind so geil. Die Aubergine, die können wir aber vegetarisch machen. Das Lammfilet mit Kreuzkümmel. Gerne, gerne. Und als Endgegner, das ist der Endgegner, den esse ich wirklich nur mit ganz besonderen Leuten, da muss Ja. man sich hocharbeiten. Ja. Die Krabbe. Oh, Krabbe ist gut. Weil was er jetzt bestellt hat, für wie viele Leute reicht das? Das ist für 3 Personen. Jackie einfach. Aber das ist so ein Laden, immer wenn ich Kinder frei habe oder meine Freundin und meine Kinder nicht da sind, ist, was ich fix mache, ich sitze hier alleine zum Mittag, bestelle ein Bier. Jackie erzählt mir über seine Geschichten, dass er nach Bratislava saufen fährt, weißt du. Und es ist einfach so Happy Place, weißt du. Okay, wow, das ging schnell. Die sind aber immer so schnell, ja. Das ist Gurke. Und das ist marinierte Rindfleisch mit Kuttel. Ui, danke Jackie. Gerne. Das sind ja auch so Erfahrungen, die du leider auch oft machst. Also ich weiß nicht, wie das in Wien ist, aber wenn du jetzt in London oder ähnlichen Chinatown irgendwo essen gehst, was vermeintlich authentisch ist, weißt du sicher, du landest auf dem Touristenfloor. Weißt du? Ich dachte jetzt, du landest auf der Toilette. Boah. Also, Unsere Aufgabe heute, Tim Melzer zum Schweigen zu bringen. Ein bisschen. ist nur der erste Löffel. Ich bin gleich wieder fit. Hast du einen Tipp, Jackie, für ihn, wie man sich dran gewöhnen kann? Mehr essen, oder? Ja, mir ist nicht richtig. Ich finde, das ist eine geilere Schärfe einfach. Kartoffelnudeln. Sind meine Lippen wirklich nicht dick? Brauchst du dich? Das Schlimmste kommt noch. Oh, hart. Hast du einen Orgasmus oder ist heiß? Aber spürst du das nicht? Was? Den Schmerz? Nein, ich bin trainiert. Also ich bin wie Marathonläufer, was dieses Essen betrifft.
Jetzt brennt's. Bei dir nicht mehr? Ich bin durch mit Schärfe. So, I'm in. Prost, Jackie. Danke, Jackie, dass wir bei dir sind. Danke. Die Küche ist großartig. Danke fürs Herkommen. Ist aber auch ein bisschen wie ein Ohrfeigenwettbewerb hier gerade. Das ist schon... Ich freue mich, dass ihr da seid. Dankeschön. Danke, dass wir hier sein dürfen. Dankeschön. Ich glaube, du hast das Intro verkackt. Was? Was heißt das jetzt? Weil ich sitze hier und jetzt ich will weiter essen. Ja, nein, du bist süchtig. Ich war eben ganz kurz so voll und jetzt habe ich ganz kurz durch und jetzt will ich weiter essen. Es gibt aber ein Gericht, um das ich einen Riesenbogen machen werde, auch weiterhin. Rindfleischsalat. Der Rindfleischsalat. Der hat mich gekillt. You cover us in shame and I take the blame. Living by the moves, teen witch, high school blues. Walk ahead. Ich mag das wie so Chipstüte. Das heißt, du packst sie weg, Ja. dann holst du sie wieder, dann packst du sie wieder weg. Dann holst Für du mich sie ist es eher wieder. so ein Haribo-Sackerl. Aber weißt du, was ich in Wien auch noch mal gerne machen würde, irgendwann mal? Ja. Dieses Titel Wien. Was ist Titel Wien? Frau Doktor, Herr wirklich? Botschafter. Es ist Ja, aber es weißt gilt du, doch was in Wien, interessant wird es ja dann erst, wenn du mehrere Titel hast. Frau Doktor, Hofrätin, Hoch. Ja, sowas. irgendwas. Dann wird's geil. oder? Alles, was ich jetzt hier sehe, ist Klischee, Klischee, Klischee. Ich weiß, wir stehen vor der ältesten Kirche. Nicht nur Wiens, sondern ganz Österreichs, richtig? Ich glaube, ja. Ja. Also Wien auf alle Fälle. Es ist die Österreich St. Ruprechtskirche. auch richtig. Ja, der heilige Ruprecht. Ja. Und ich gucke dort in diese Richtung und was ich sehe, sind kleine Gassen. Und ich weiß, ich bin im 1. Bezirk. Jetzt ist es so, dass diese kleinen Gassen sehr oft inzwischen von touristisch orientierten Gastronomien betrieben werden, weil der vermeintlich Wiener hier nicht hingeht. Aber auch in diesen kleinen Gassen gibt es immer noch wieder ein paar geschichtlich schon sehr relevante Dinge, die Sie dort seit Ewigkeiten sehen. Deshalb können Sie sich auch das noch leisten, hier zu sein. Und in sowas gehen wir jetzt rein. Let's go. Salzamt. Das sieht aber sehr modern aus. Was heißt das? Schaut modern aus. Was? Wo wohnst du, Alter? Das sieht sehr modern. In der Steinzeit, oder was? Das ist für mich der Prototyp eines Neo-Wirtshauses. Aber- Schlicht keine hier. Aber keine, vergiss nicht, wir sind in Österreich. Neo-Wirtshaus ist bei uns normal. Das gab es schon immer. Das ist was man in der Schweiz braucht oder in Deutschland. Bei uns ist ein Wirtshaus immer schon schlicht. Wirklich? Ja. Bitte. Timmy. Team. Aber es ist schon noch ein bisschen Neo, du hast schon recht. Das ist Neo. Ein bisschen. Hallihallo. Der Küchenchef, der hier arbeitet, ist ein ehemaliger Lehrling vom Papa. Ja. Wobei der ein Traditionalist ist. Also auch wenn der vom Papa jetzt Lehre gemacht hat, den kenne ich seitdem ich 17 bin. Und der versteht aber eben auch dieses, er will jetzt keine Sterneküche machen, sondern er will einfach gutes Essen machen. Weißt du, was die wenigsten verstehen. Leck mich am... Hallihallo. Der ist Einheimischer, geh rein. Ja, aber wie gut der aussieht. schon. Ja, das ist schrecklich. Ich kann... Ja, natürlich. Natürlich. Ich kann kotzen. Er macht keinen Sport, muss ich mir vorstellen. Er macht nicht mal Sport. Ja, das ist so. Ich kann essen, was ich will. Ich weiß gar nicht. Ja, genau. Die alte Boah, ich Model- versuche zuzunehmen. Ich würde gern mal ein bisschen mehr und ich esse, was Das ist das ich will. Schlimmste. Hast du das Konzept hier mit beeinflusst oder genommen und weiterentwickelt? Nein, Ja, schon. also der Laden, den gibt es seit 40 Jahren. Ja, das- Und so 90er, 2000er, frühe 2000er war das ein ziemlicher Hotspot für Künstler, Journalisten. Ja. Dann lange im Dornröschenschlaf und dann haben wir es vor 2,5 Jahren neu gemacht. Neu, also behutsam neu, aber quasi die französische Schiene und die Fischsuppe und alles. Ja. Das Ja, ist nicht so ein Konzept, sondern es ist eine Küche. Geil. Bei dem ist das Geile, der versteht halt einfach, dass das kulturell genauso wichtig ist wie ein scheiß Sterneladen. Ein richtig dummes Arschloch. Versuch diesen Laden noch zu verstehen. Musst du nicht, genieß ihn. Lass ihn in dich rein. Das ist Landpastete mit Pistazien und Amanert. Fischsuppe, Salzsand mit Muscheln, Fisch. Tina, ich bin reingekommen. Ja, ihr wollt mich doch verarschen, das ist doch hier ein dreidimensionales Tinder. Wien ist halt schön. Was? Also Berlin ist arm, aber sexy und Wien ist reich und sexy, weißt du?
Ja. Die ganze Zeit. Der Zwiebel. Gebackener Kalbskopf ist ja einer meiner Lieblingsspeisen. Und in jedem Restaurant sofort bestellen. Ne? Ja, Weil immer, das immer. Die ganzen Kameraleute müssen Sachen essen, die sie sonst nie essen. Kalbskopf? Ich dachte, du magst keinen Schnitzel. Dankeschön. Ich eh nicht, aber du? Der Schnitzel. Ha? Es ist ein guter Schnitzel. So, weiter geht's mit Choucroute Marinare. Das ist Steinbuttkotelett, Aha. Elsässer Sauerkraut und Muscheln. Älteste Sauerkraut? Elsässer Sauerkraut. Älteste. Der ist der wienerischste Deutsche, den es gibt. Sag ich immer. Ja, Ist so. verstehe. Es wird aber langsam schwer mit dem Hauptgang. Ja? Kriegen wir noch mehr? Wow. Du sagst ja nicht Stopp. Sollen wir für immer so weitermachen oder machen wir dann? Ich sag mal, danach würde ich mal Stopp machen, oder? Oder willst du noch? Gibt es noch irgendwas, was wir sehen müssen? Also Frage mal in der vieles. Noch vieles. Frage, wie viel Dich ohne Hemd oder was? Ich weiß nicht. Ist das Running Sushi oder? Okay, das sieht geil aus. Das sieht nicht Klischee aus, oder? Nein, das sieht geil Du aus. hast jetzt Hüttengaudi erwartet. Ja, das sieht geil Du aus. hast jetzt Ja, Hüttengaudi ja, erwartet. ja, das sieht geil aus. Ja, halt die Fresse. Du hast gehabt, jetzt kommt die Ziehharmonika raus. Zieh dann an. Aber jetzt müssen wir tanzen, oder? Ja, schon. Warte, ich mache noch ein Foto von euch beiden. Komm, ich mache noch ein Foto von euch beiden. Wir sind im 4. Bezirk. Das ist wirklich auch noch mal, finde ich, ein besonderer Geheimtipp. Man kennt es in der Stadt, aber für Touristen ist es sogar schwer reinzukommen, fast vielleicht sogar das Berghain von Wien. Das sind dann schon noch Wiener Läden, die einfach sagen, wir wollen nicht so viele Touristen hier haben. Gell? Also wenn er mich jetzt gleich fragt, ich sag denen, dann schleich die und dann bin ich drin oder was? Ja, schleich die. Du musst so rein, er stellt sich vor dir und sagt so, schleich die, du Arschloch, und Ja. gehst einfach rein. Ja. Da bist du drin. Aber ja. mit der Wiener, oder nicht? Bist du drin. Ich bin gespannt, ob das zwischen den beiden harmoniert. Auf das bin ich am meisten gespannt. Sagen wir es mal so. Jackie. Nein, nicht Jackie. Nein, Ja, nicht ja. Jackie, Johnny. Nein, Johnny ist der. Wie heißt der? Warte, Tommy. Tommy. Der Tommy. Ja. Aber man sagt nicht Tommy, sondern man sagt Tommy. Tommy? Ja, Das ist ein super Café. ja, super Kaffee. Dürfen wir rein? Stark. Danke. Sind wir zu spät? Hallo, servus, hallo. Was, der Tommy? Der Dom. Der Dommi. Der Dom. Der Dom. Nein, weil ich habe gesagt, Tommy, nee, nicht Tommy. Ja, Tommy. Der Tommy. Der Tommy. Ich habe gesagt, du bist ein harter Hund und du lässt keine Ausländer rein. Deshalb habe ich überlegt. Ob du überhaupt rein darfst. Und du hast da gekriegt, dass meine Frau auch Deutsch ist. Ah, ja, okay, Das heißt, alles gut, mein Freund. Ist ja wurscht. Was ist das? Ein Liter für die Kapellen. Bisschen aussortieren musst du schon, oder? Ich lass gar keinen rein. Das kann keiner. Mir ist egal, ich habe reiche Eltern. Was denkst du? Was willst du? Wein und ich hätte gern Schnaps. Lieber, geh mal. Ja, aber bei mir muss warten. Ja, bei den Google-Bewertungen. Gulasch hat sie gesagt. Gulasch ist Für die Paprika habe Ich habe Mama ich Spitzpaprika, wird klasse. für die Paprika, faschiertes. liebe ich auch. Mama hat gesagt, ich soll Gulasch ist das Beste. Aber was gibt es sonst noch? Ätzigwurst? Saure Wurst. Saure Schnitzel Wurst? sowieso. Ja, dann nehmen wir noch eine saure Wurst Ja. und gefüllte Paprika zum Kosten. Komm ich aus, ich bin happy. Das ist das Beste, aber du musst alles kosten. Warum? Warum? Aber was essen wir nur als Gulasch? Ja, ich lebe von den Getränken, nicht von der Kuche. Geil. Aber weißt du, was das Geheimnis ist vom Wiener Gulasch? Die Mama. Grüß Gott. Hallo, Entschuldigung, eben für Sie. Also du machst nur Zwiebel, Paprika, Majoran, Kümmel. Keine Kümmel, kein Majoran, kein Knoblauch. Was? Nein. Zwiebel, Paprikapulver, scharf, edelsüß. Ja. Wasser, bisschen. Morgen kein Ja. Wasser.
Kein Wasser? Das ist schon vor, nein. Das ist nur vom Fleisch, das Saft. Das? Ja, das. Lasst richtig runter, bis braun sind. 14 Stunden. 14 Stunden. Nur zur Geschichte, weil es mich interessiert. Wie lange machst du es jetzt schon? 50 Jahre. 52 Jahre. Du machst es 52 Jahre. Wie alt warst du? 20? Bist du Der Kern muss darauf immer wieder zurückfallen, weil sonst verschwindet das. Ja, das ist es. Ja. Sonst verschwindet es komplett. Das ist Handwerk. Ja, aber was auch eine Kunst ist, dass bei meinen Zähnen irgendwas dazwischen stecken bleibt, ne? Bei der Zahnstellung. Und das muss so sein, da muss was stecken bleiben. Wow. Es gibt manchmal den Ort für das eine. Ja, das ist hier so. Das ist das beste Gericht. Das ist klingt blöde, wenn man das immer so ein bisschen hochstilisiert. Aber diese Gerichte sind für mich Weltkulturerbe. Also genauso wie erster Buchdruck oder so. Weil das ist nicht nur Essen. Das ist Geschichte, das ist Familie, das ist Kultur. Das ist die Einwanderung Wiens auch hier. Ne? Also die Monarchie, Ungarn, Österreich. Da ist alles da. Es ist arme Leute und es ist viel besser als Schnitzel. Ja. Es ist besser als Schnitzel. Ja. Das müssen wir rausschneiden. Warum? Ich hoffe nicht. Ja, was ist die Idee hinter dem Menü? Ihr geht jetzt heute in 4 Läden oder in 2 Tagen in 4 Läden und das sind genau die Gerichte, die ihr euch mindestens bestellen müsst, weil das ist Top of the Pops, das ist genau das, was ihr wollt, was wir wollen, was geil ist, was man auf keinen Fall in Wien verpassen darf. Ja. Oder kann man das so machen? Absolut. Passt. Das geht. Datensüppchen. Ja, auch gut. Das ist mega. Ja, auch gut. So, du fängst an. Also ich werde mich vorspeisentechnisch fürs Itameshi entscheiden. Oh ja? Und zwar würde ich da das Zungen-Vitello Tonato nehmen. Meine Vorspeise kommt aus dem Ostwind. Oh, der Fleischsalat? Nein, Söre. Die Vermicelle. Ja, die Vermicelle fand ich aromatisch. Ein Süppchen, das ist so das Flädchensuppe. Also du bist echt... Ein Einstieg, ich mochte die Konsistenz. Und ich finde auch, dass das Ostwind das schwierigste Restaurant ist innerhalb einer Menüabfolge. Weil das sagt einfach, hallo, hier bin ich. Und die duldet keine andere Prinzessin neben sich. Wir gehen jetzt in Ostwind und essen natürlich als Best auf Vienna, kann sich um den Mapo Tofu herumführen. Es ist auch was für Vegetarierinnen oder auch Veganerinnen. Ich begebe mich ins Itameshi. Mich hat eine Sache begeistert, die Sie selber gerade erst ausprobiert haben, die so impulsiv, so perfekt, so besonders war, aus vieler ästhetischen Gründen, Essgründen, von der Menge. Es ist ein Pasta-Gericht im 2. Gang, so macht das der Italiener. Es ist die Lasagne. So, Hauptgang, fange ich an. Ja. Haben wir, glaube ich, im Text auch schon genannt. Da sitzen wir gerade. Das ist für mich auch so ein bisschen, wenn ich reise, möchte ich solche Plätze erleben. Dann möchte Das Schwierigste zu finden. Exakt. Das Schwierigste zu finden. Benimmt euch, assimiliert, lasst euch drauf ein, aber tut nicht so und setzt euch nicht hin und starrt die Leute an, weil das sind ja eine echte Wiener Kneipe oder so. Das ist ein schöner Ort und das sind kostbare Orte und die gibt es immer weniger. Und deshalb totale Empfehlung. Und der Hauptgang ist das Gulasch von Mama. Oder? Ja. Das ist für mich wirklich ein Gericht, was perfekt ist. Das ist perfekt, ja. Das ist perfekt. So, Dessert? Muss ich sagen, ich finde Desserts wahnsinnig banal. Und ich bin auch ein bisschen ob der Arroganz der Österreicher, insbesondere auch der Wiener, ob ihrer Mehlspeisen manchmal ein bisschen gelangweilt. Weil, wenn ich zu blöd bin, Pfannkuchen zu wenden, dann nenne ich das Kaiserspaten. Das ist ja die Geschichte. Und wenn du dann aber noch mal was erleben darfst und bist so, hä? Also ich würde auch natürlich ins Handsamt aufs Dessert gehen, weil es da am meisten zum Schauen gibt. Da kann man gut noch sitzen bleiben, ein bisschen schauen, Leute kennenlernen. Ja. Und ich würde tatsächlich das Schokomousse nehmen. Oh. Weil ich mich in der Einfachheit, weißt du, einfach nur so ein Löffel Mousse auf dem Teller, nichts dazu. Das musst du dich trauen. Ja. Aber das musst du dich genauso auch trauen, weißt du. Da braucht es dann halt auch wirklich, da braucht es Kunst. Ja, toll.
Habt ihr Lust auf mehr? Hungry for more Vienna? Love at first bite. Dieses Konzept trägt schon auch einen etwas ruppigen Namen, oder?